Wenn du nach einem digitalen Saxophon suchst, bzw. nach einem elektronischen Blasinstrument, welches das Saxophon imitiert, dann stößt du im Internet unweigerlich auf das Travel Sax von Odyssey Music und auf das Yamaha YDS 150. Ich habe diese beiden Instrumente deshalb verglichen und welches aus meiner Sicht die Nase vorn hat, das erzähle ich dir in diesem Video. Das YDS 150 von Yamaha und das Travel Sax von Odyssey Music haben sich beide das Saxophon zum Vorbild genommen. Somit stellt sich natürlich die Frage, welches der beiden Instrumente das bessere ist. Und ich habe mich deshalb an einen Vergleich gewagt, den ich dir in diesem Video schildern werde. Bevor wir aber damit beginnen, zuerst ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du dich für elektronische Blasinstrumente interessierst, dann lade ich dich herzlich ein, dich auf meinem Kanal umzuschauen, falls du das noch nicht gemacht hast, und meinen Kanal zu abonnieren. Selbstverständlich freue ich mich auch, wenn du diesem Video hier einen Daumen hoch gibst, wenn es hilfreich ist. Nun aber zum Vergleich dieser beiden Instrumente. Um herauszufinden, welches der beiden das bessere ist, habe ich verschiedene Aspekte miteinander verglichen und zu beginnen möchte ich jetzt mit dem Mundstück. Die Mundstücke beim Travel Sax und beim YDS 150 sind beides Saxophon-Mundstücke. Yamaha nutzt dazu ein eigenes Mundstück mit der Bezeichnung DS. Beim Travel Sax ist ein markenloses Mundstück dabei. Und ein kleiner Unterschied ist zudem, dass Yamaha bei seinem Mundstück ein Plastikrohrblatt mitliefert und Odyssey Music beim Travel Sax ein Holzblatt. Du kannst aber beim Travel Sax auch ein Plastikblatt nutzen, wenn du willst. Das spielt nicht so eine Rolle. Insofern sind für mich die beiden Mundstücke deshalb sehr vergleichbar. Und auch wenn man in das Instrument bläst, ist für mich das Gefühl sehr ähnlich. Möglicherweise muss man beim Travel Sax etwas stärker in das Instrument blasen, aber der Unterschied ist wirklich nur sehr klein. Und das ist für mich kein Kriterium, um zu sagen, dieses Mundstück ist besser als dieses oder umgekehrt. Identisch ist bei diesen beiden Instrumenten auch, dass sie nur einen Blassensor haben und keinen Bisssensor. Das bedeutet, dass das Mundstück im Prinzip die einzige Funktion hat, die Luft in das Instrument zu leiten. Und im Instrument wird dann gemessen, wie stark der Luftstrom ist, damit du ein Piano oder ein Forte spielen kannst. Das Mundstück ist dazu aber eigentlich nicht zwingend notwendig. Du kannst auch direkt in den Hals des Instruments blasen. Der Effekt ist derselbe. Hier das YDS 150 ohne Mundstück. Und hier das Travel Sax ohne Mundstück. Jetzt, wo die Mundstücke entfernt sind, sieht man sehr gut, dass beide Instrumente die Verbindung zwischen Mundstück und Instrument technisch praktisch identisch lösen. Es gibt um den Hals der Instrumente Gummiringe, über welche das Mundstück gestülpt wird. Und hier zeigt sich ein kleiner Vorteil des Travel Sax. Es kommt nämlich mit 3 Mundstückadaptern, damit du nicht nur das mitgelieferte Altsaxophon-Mundstück damit nutzen kannst, sondern auch ein Sopran-, Tenor- oder Bariton-Saxophon-Mundstück. Das Travel Sax gibt dir also die Möglichkeit, dein eigenes Mundstück mit dem Instrument zu verwenden. Und das ist beim Yamaha YDS 150 nicht der Fall. Für mich geht der Punkt beim Mundstück deshalb ganz hauchdünn an das Travel Sax. Bei den Tasten und Klappen der beiden Instrumente sind die Unterschiede aus meiner Sicht größer als beim Mundstück. Sowohl das YDS 150 wie auch das Travel Sax hat zwar Tasten und Klappen aus Kunststoff, und bei beiden Instrumenten ist auch das Tastenlayout identisch mit dem Layout beim Saxophon. Insgesamt
sind aber Stabilität der Tasten und Verarbeitung aus meiner Sicht beim YDS 150 deutlich besser als beim Travel 6. Falls du große Hände hast, könnte ein kleiner Nachteil beim Travel 6 auch sein, dass die Tasten und Klappen etwas näher beieinander sind als beim YDS 150, weil das Instrument natürlich viel kürzer ist. Bei der Mechanik geht deshalb der Punkt eindeutig an das YDS 150 von Yamaha. Zum Zeitpunkt dieses Videos liegt der Preis beim Travel 6 bei rund 500 € und beim YDS 150 bei knapp 800 €. Ich habe in der Videobeschreibung unten je 2 Links zum YDS 150 und zum Travel 6 verpackt, falls du die aktuellen Preise nachschauen möchtest. Klar ist aber, dass das Travel 6 deutlich günstiger ist als das Yamaha YDS 150 und aus diesem Grund geht der Punkt beim Preis klar an das Travel 6. Ich hoffe, du konntest die Muppet Show Melodie erkennen. Die Noten für Saxophonquartett habe ich von Sheet Music Plus. Falls du dich dafür interessierst, dann findest du einen Link unten in der Videobeschreibung. Beim Travel 6 gibt es im Moment 3 Sounds, die dir in der Travel 6 App zur Verfügung stehen. Ein Altsaxophon-Sound, ein Tenorsaxophon-Sound und ein Sopransaxophon-Sound. Und hier ist auch der große Unterschied zum YDS 150 von Yamaha. Dort hast du nämlich eine interne Soundbibliothek mit Dutzenden von verschiedenen Saxophon-Sounds. Beim Alt-Saxophon-Sound gibt es zum Beispiel 13 verschiedene Varianten, die du in der internen Soundbibliothek des YDS 150 auswählen kannst. Und dasselbe gilt dann auch für die anderen Saxophon-Sounds. Außerdem hat das YDS 150 auch noch einige wenige weitere synthetische Sounds. Das YDS 150 hat also viel mehr Sounds, die dir zur Verfügung stehen als beim Travel 6. Und ein weiterer Vorteil ist, dass es eine interne Soundbibliothek gibt, du das Instrument also nicht zuerst mit einer App verbinden musst, sondern direkt im Instrument gespeichert hast. Und deshalb geht für mich der Punkt bei den Sounds eindeutig an das YDS 150 von Yamaha. Das Spielgefühl ist ganz sicher etwas sehr Individuelles. Auf die beiden Mundstücke bin ich ja bereits eingegangen. Hier gibt es aus meiner Sicht praktisch keine Unterschiede. Die Mechanik ist hingegen beim YDS 150 aus meiner Sicht deutlich besser. Für mich hat aber auch einen weiteren wichtigen Einfluss auf das Spielgefühl die Größe des Instrumentes. Das YDS 150 hat eine normale Größe für ein Instrument, also liegt irgendwo zwischen einem Sopransaxophon und einer Klarinette. Insofern ist auch die Spielhaltung, wenn du mit dem Instrument spielst, sehr ähnlich wie das bei einem Sopransaxophon oder bei der Klarinette wäre.
Das Treble Sax ist hingegen deutlich kürzer. Und das hat zur Folge, denke ich, dass die Spielhaltung automatisch etwas verkrampfter ist als beim YDS 150. Weil das Instrument so klein ist, besteht die Gefahr, dass du beim Spielen automatisch die Schultern etwas nach vorne fallen lässt und dann so eine leicht verkrampfte Haltung einnimmst während des Spielens. Und dann atmest du natürlich schlechter und deshalb ist das Spielgefühl sicher etwas schlechter beim Treble Sax, finde ich. Ein weiterer Punkt, der sicher auch zum Spielgefühl beiträgt, ist, dass das YDS 150 beim Spielen ganz leicht vibriert. Es imitiert deshalb ein akustisches Saxophon viel besser als das Treble Sax, bei welchem keine Vibration vorhanden ist. Persönlich mag ich diese Vibration beim YDS 150 sehr, aber vielleicht empfindest du das auch einfach als Spielerei. Am Ton ändert sich deswegen nichts. Insgesamt empfinde ich aber das Spielgefühl beim YDS 150 als deutlich besser als beim Treble Sax. Ein weiteres Kriterium, das für dich vielleicht eine Rolle spielt, ist, wie gut du das Instrument transportieren kannst, zum Beispiel wenn du es mitnehmen willst in die Ferien. Bei beiden Instrumenten gibt es eine Tasche dazu. Beim YDS 150 ist die Tasche etwas weicher als beim Treble Sax. Außerdem ist die Treble Sax Tasche natürlich viel kleiner, weil auch das Instrument kleiner ist. Und damit hängt auch zusammen, dass das Gewicht deutlich geringer ist beim Treble Sax, logischerweise. Das Treble Sax wiegt rund 300 Gramm, das YDS 150 etwa 1 Kilogramm. Und dieser Gewichtsunterschied kann auf einer Reise natürlich auch eine Rolle spielen. Wenig erstaunlich ist deshalb das Treble Sax für mich besser geeignet, um es mitzunehmen. Und deshalb geht der Punkt an das Treble Sax. Bei elektronischen Blasinstrumenten spielt aus meiner Sicht auch eine Rolle, wie viele Anschlüsse dir zur Verfügung stehen. Also welche Möglichkeiten du hast, das Instrument mit anderen Geräten zu verbinden. Das Treble Sax hat nur einen Anschluss, auf der Rückseite einen USB-C-Anschluss. Das YDS 150 von Yamaha hat stattdessen einen Micro-USB-Anschluss. Beide Anschlüsse haben aber dieselbe Funktion, nämlich das Instrument mit Strom zu versorgen oder eine Verbindung über USB herzustellen, MIDI über USB. Beide Instrumente haben zudem eine Bluetooth-Funktion, um sie mit ihren jeweiligen Apps auf dem Smartphone zu verbinden. Zusätzlich hat aber das Yamaha YDS 150 noch zwei weitere Anschlüsse auf der Seite unten, nämlich einen Kopfhöreranschluss und einen AUX-In-Anschluss. Der AUX-In-Anschluss dient zum Beispiel dazu, dass du eine externe Audioquelle anschließen kannst und dieses Audiosignal dann über den Lautsprecher des Yamaha YDS 150 gespielt wird. Und so kannst du zum Beispiel zu einem Lieblingsstück von dir mit dem YDS 150 mitspielen. Aus diesen Gründen ist für mich bei den Anschlüssen der Fall klar, das YDS 150 ist die bessere Wahl und kriegt deshalb den Punkt. Es gibt noch diverse weitere Unterschiede zwischen diesen beiden Instrumenten, die ich unter dem Überbegriff Benutzerfreundlichkeit zusammenfassen würde. Und bei all diesen Punkten hat das YDS 150 aus meiner Sicht ganz eindeutig die Nase vorn. Also da gehört zum Beispiel dazu, wie schnell das Instrument einsatzbereit ist. Beim YDS 150 muss ich eine Taste drücken, dann ist das Instrument eingeschaltet und ich kann loslegen. Ich muss keinen Kopfhörer anschließen, ich muss es nicht mit einem Handy verbinden oder einem Computer, weil das Instrument eine interne Soundbibliothek hat, einen eigenen Lautsprecher hat und deshalb sofort spielbar ist. Beim Treble Sax
muss ich es zuerst mit der App verbinden. Dann hast du möglicherweise Probleme mit der Latenz, weil die Bluetooth-Verbindung zu langsam ist. Dann musst du es vielleicht über Kabel an den Computer anschließen. Also insgesamt ist es einfach komplizierter, das Travelsax spielbereit zu machen, aus meiner Sicht. Dann hat das YDS 150 auch direkt am Instrument mehr Einstellmöglichkeiten. Also du kannst zum Beispiel die Lautstärke des Instruments direkt hier anpassen. Du kannst die Sounds direkt beim Instrument anwählen. Beim Travelsax geht das nur über die App. Aber auch wenn man die App anschaut, ist die App beim YDS 150 aus meiner Sicht besser als beim Travelsax. Du hast auch mehr Einstellmöglichkeiten beim YDS 150. Zum Beispiel kannst du über die App, wenn du das willst, den Fingersatz anpassen. Beim Travelsax geht das nicht. Und schließlich gibt es auch andere, vielleicht nicht so auf den ersten Blick erkennbare Punkte, was die Benutzerfreundlichkeit anbelangt. Beispielsweise die Batterien. Wenn man das YDS 150 anschaut, das hat auf der Rückseite ein Batteriefach. Hier kannst du handelsübliche Batterien einsetzen. Beim Travelsax ist hingegen ein Akku verbaut. Und das bedeutet mit anderen Worten, falls dieser Akku in 4 oder 5 Jahren nicht mehr so leistungsfähig ist oder falls er aus irgendeinem Grund defekt ist, dann musst du das Instrument einschicken, damit Odyssey Music den Akku auswechselt. Beim Yamaha YDS 150 kannst du einfach handelsübliche Batterien einsetzen und wenn diese verbraucht sind, dann kaufst du neue. Und all diese Punkte, also Batterien, Auswahlmöglichkeiten direkt am Instrument, die rasche Spielbarkeit des YDS 150 machen das Instrument von Yamaha für mich eindeutig benutzerfreundlicher als das Travelsax von Odyssey Music. Und deshalb geht dieser Punkt an das Yamaha YDS 150. Mein Bauchgefühl hat vor diesem Video gesagt, dass das Instrument von Yamaha das bessere ist und dieses Video hat das für mich bestätigt. Das Travelsax kann zwar punkten beim Preis, es ist deutlich günstiger als das YDS 150 und wenn du ein gut transportierbares Instrument suchst, dann ist das Travelsax ebenfalls die bessere Wahl. Wenn aber Preis und Größe für dich nicht die entscheidenden Aspekte sind, dann empfehle ich eindeutig das YDS 150. Es bietet das bessere Spielgefühl, es ist benutzerfreundlicher, es hat mehr interne Sounds im Instrument integriert, es ist insgesamt besser verarbeitet und deshalb ist das YDS 150 von Yamaha für mich das überzeugendere Gesamtpaket, wenn man es mit dem Travelsax von Odyssey Music vergleicht. Falls ich in diesem Video einen Punkt vergessen habe, der dich interessiert hätte, dann kannst du gerne einen Kommentar unten zum Video schreiben und den werde ich gerne beantworten, wenn ich eine Antwort weiß. Falls das Video aber insgesamt hilfreich war, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Für heute war es das aber. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.